dann fangen wir an. Und zwar ist das besagter Reebok Pump Schuh, den ich mir als Kind nie leisten konnte und meine Mutter auch nicht zahlen wollte. Hier sieht man noch Above the Rim. Es gibt einen schönen Film mit Tupac, der natürlich auch in jeden gut sortierten in jede gut sortierte DVD-Auswahl gehört. Das ist ein Schuh, den ich jetzt gar nicht einstufen kann, wann der tatsächlich rausgekommen ist vom Jahr her. Ist logischerweise ein Basketballschuh und eben natürlich, man kann aufpumpen und man kann dann dementsprechend die Luft auch wieder rauslassen. Das System ist grenzwertig, wenn man es mehr als 4 bis 5 Mal macht, ist das Ding kaputt. Aber man hat's. Man kann es einfach schauen. Sieht ja, von außen sieht man ja nicht, ob das noch funktioniert oder nicht. Oder man macht es einfach nie. Dann geht es auch nie kaputt. Ne? Wer das doch machen will, der sollte mit Bedacht pumpen. Immer locker aus dem Handgelenk. Nie mit zu viel Gewalt. Die Schuhe mögen es nicht. Der nächste Schuh ist ein Tennisschuh. Man sollte es nicht glauben, sieht eigentlich auch fast aus wie ein Basketballschuh. Ist ein Nike Tech Challenge und zwar der 1er von Andre Agassi damals. Ein Pionier, was ausgeflippte 80er und Anfang 90er Tennis-Outfits oder sonst irgendwie Modeszene auch mitgeprägt hat. Haarteil konnte ich mir nie leisten, auch die Schuhe bis, keine Ahnung, vor 20 Jahren nicht. Aber dann habe ich doch mal gespart und habe sie mir dann gekauft. Es gab, das weiß nicht jeder oder die damals dabei waren, wissen es, auch unter anderem Jeanshosen mit unten drunter eingenähten Leggings, so Radler-Leggings in Pink und Neongelb, die Andre Agassi auch immer gerne getragen hat. Das hier ist dann das zweite Modell von Andre Agassi, auch Tech Challenge Nike, vermutlich auch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das war ein richtiger Paradiesvogel, aber die 80er waren, denke ich, sehr hip, was die Farben angeht. Und man erlebt ja heute wieder, dass es gar nicht neon genug sein kann. Das heißt, die 80er kommen so farblich zumindest wieder, was Sneaker angeht. So, dann sind wir bei 93, der erste Nike Air Max, der hintenrum ein Kissen hatte. Ja, gab es in diesem Laser Blue und Weiß, gab es auch noch in Orange und Blau und es gab sie noch in Neongrün und Blau. Genau. Und ich habe hier den klassischen in Weiß und Blau, also Laser Blue, 93er Version. Ja, meine Zeit. Da war ich 10. Die gleiche Version, auch 93er Modell, vielleicht ein bisschen später, aber so um den Dreh 93, Charles Barkley, auch das erste Air-Kissen hintenrum als Basketballversion, heißt im Prinzip die gleiche Variante wie der hier, nur als Basketballschuh. Und eben, es gibt noch den Trainer Max, der ist aber unauffindbar und gibt es auch als irgendwie kein Nachfolgemodell mehr, der ist offensichtlich damals nicht so gut gelaufen. Ich finde ihn unfassbar geil, ich würde ihn mir sofort kaufen. 95, dann haben wir schon hier vorne auch Airkissen, ist jetzt nicht die klassische Farbe ist eher grau und so neongelb hier drin, eher unauffällig. Das hier ist jetzt so eine blau-weiße Version, fand ich persönlich schöner und die sind vor allem hier auch beledert. Das sind, glaube ich, die grauen auch, aber ja, gibt es auch mittlerweile in diversen Farben. Aber die eigentlich klassische Variante war ganz grau mit hier neongelb oder neongrün drin, so ein gelb-grün. Dann kommen wir zu einem Air Force 180. Zeichnet sich dadurch aus, dass hier das Airkissen unten durchläuft. Ist auch ein klassischer Basketballschuh, auch ein richtig pompöser, weil ich sehr große sehr große Füße habe. Ja, auch ein in der NBA oft getragenes Modell gewesen. Habe ich dann auch, allerdings in der neueren Auflage. Ich hatte auch den eigentlichen, der war so ein bisschen pink. Er hatte auch pinke Züge, blau und pink, glaube ich. Ich habe ihn jetzt als anderes Modell. Das ist eine neuere Auflage, auch als 180er. Der hat hier vorne orange, das hatten die da eigentlich klassischen nicht. Die waren einfach hier vorne schlicht weiß. Und hier, das war pink. Ich glaube, das hier war die gleiche Farbe tatsächlich. Genau. Aber auch eben dieses Airkissen, was unten durchläuft, habe ich auch gut geputzt, wie man sieht. Genau. Nächster Schuh ist ein Schuh, ich fürchte, der war sogar noch vorher. Das ist ein Adidas Torsion. Der ist aus dem Jahr, als Franz Beckenbauer bei Bayern München Cheftrainer war.
Bruno Labbadia, jetziger Trainer vom HSV, war damals im Sturm. Gab es auch ganz fiese Jacken und so weiter, die alle diese Zeichen hatten. Auch die Fußballtrikots damals hatten diese 3 Streifen so runterlaufend an der Schulter. Ja, war eine schöne Zeit. Deswegen, ich als alter Fußballer musste natürlich auch diesen Schuh haben. Der nächste ist ein Nike Huarachi. War in der Ursprungsvariante auch weiß und grün-gelb. Das hier ist jetzt ein Weiß mit Blau, hat auch schon ein paar Tage auf dem Buckel. Schwachstelle ist hier hinten, man sieht es. Hier bricht es einfach auf irgendwann, weil eben das Plastik dann nicht mit der Zeit geht, ne? Und Wärme und Kälte dann irgendwann doch ihren Preis haben und dann bricht es hier meistens. Ansonsten ein wirklich geiler Schuh, habe ich gerne getragen. Und war auch ein Schuh, den ich immer im Sporthaus Glockner gesehen habe und immer haben wollte. Hatte ich dann auch als Kind. Es gab eine Junior-Variante, dadurch erkennbar, dass diese Luftlöcher hier bei der Junior-Variante nicht da waren. Das heißt, da war es durchgängig, ging bis Schuhgröße 38,5. Die hatte ich damals noch. Jetzt habe ich 46, dann weiß man ungefähr, wann das war. Jetzt habe ich ein Jordan-Schuh, ebenfalls ein Basketballschuh. Ich habe mehrere. Ich habe, glaube ich, den 10er sogar vergessen. Das hier ist der 6er. Finde ich persönlich mit am geilsten. Ist natürlich dann, wenn er so groß ist und wenn man so große Füße hat, sieht er nicht mehr ganz so cool aus, wie wenn man kleinere Füße hat. Dann sieht der Schuh richtig, richtig geil aus. Nämlich das Problem bei größeren Füßen, wie ich sie habe, ist, dass hier die Schnürung dann relativ eng ist, weil sie einem sonst einfach nicht den nötigen Halt bieten. Ich finde sie aber richtig geil, wenn sie eine breitere Schnürung haben. Dann sehen sie richtig stylisch aus. So, dann haben wir den 11er, der allergeilste eigentlich. Hier ist schon ein runtergekommenes Modell. Gab es in ganz weiß, in ganz schwarz und schwarz-rote Sohle. In der Ursprungsvariante. Mittlerweile gibt es auch welche mit, keine Ahnung, allen möglichen Farben, aber so gab es sie. Grau war danach nochmal ein Nachfolgermodell, was dann auch irgendwie nochmal richtig gehypt wurde. Ganz schwarz, ganz weiß und schwarz und rote Sohle gab es. Ist das Modell, mit dem Jordan damals mit der 45 zurückgekommen ist nach seiner Auszeit, wo er dann auch mal Baseball gespielt hat. War auch die Zeit, als Space Jam gedreht wurde und diesen Schuh hat er auch in Space Jam tatsächlich an. Dann wird es moderner. Das hier ist ein Presto Chagno. Das ist eigentlich, wenn man so will, ein Slipper. Gab es auch in diversen Farben. Finde ich persönlich einen unglaublich geilen Schuh. Schade, dass es ihn in Deutschland eigentlich gar nicht mehr gibt. Über Amerika kriegt man ihn noch. Gibt es auch in diversen Farben. Er ist einfach extrem bequem im Sommer. Ja, kein Stress, reinschluppen, fertig. Ohne Socken, mit Socken, grad wurscht. Kann man in die Waschmaschine schmeißen. Perfekt, richtig geil. Habe ich auch noch in der Ledervariante. Ich finde ihn aber mit Stoff besser, weil die Ledervariante auch langsam springt. Jetzt wird es noch moderner. Jetzt komme ich wieder zu einem Adidas. Das ist ein Flachs. Den gibt es auch in verschiedensten Farben. Ich finde irgendwie das Material extrem geil. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ist natürlich jetzt ein Schuh, den man nicht zu sämtlichen Anlässen tragen kann. Also jetzt in der Kirche oder so fällt er vielleicht dann unter die Kategorie No-Go. So finde ich ihn eigentlich recht entspannt. Er trägt sich ganz gut und ist auch recht wasserabweisend. Also den kann man tatsächlich auch bei Regen tragen. Gibt es mit diversen Aufdrucken. Also ich habe schon Ocean und sonst irgendwelchen Käse gesehen. Gibt es wirklich in ganz verschiedenen Varianten. Und gibt es auch jetzt immer noch, ist ein aktueller Schuh. Mehr oder weniger, ein paar Jahre alt, aber kriegt man schon noch. Und dann zuletzt, worauf ich jetzt immer wieder gekommen bin, ist hier, man hat die eigentlich klassische Sohle eines Fitnessschuhs, eines Zooms oder sonst irgendwie, ist aber eigentlich, Eric Coston ist eigentlich ein Skateboard-Schuh. Und ich frage mich, wie diese Schuhe auch nur 2 Ollies aushalten sollen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie danach total am Arsch sind. Wenn man nicht Skateboard fährt, wie ich es tue, dann sind die Schuhe unglaublich komfortabel, kann man sehr gerne tragen, sehr gut tragen auch und das ist auch ein Schuh, den ich aktuell sehr gerne trage. Deswegen habe ich mir auch gleich noch hier und dann kommt man zurück zum Agassi in dieser pinken Farbe gekauft, weil das offensichtlich, das habe ich mir sagen lassen, wieder sehr angesagt ist. Und weil ich natürlich sehr angesagt sein will, habe ich gedacht, brauche ich einen neongelben Schuh. Ne? Das war die Intention. Und das war ein kleiner Einblick von Schuhen, die ich in meinem Besitz habe.
ein paar Klassiker. Wie gesagt, es sind noch ein paar, bei denen ich jetzt bemerke, dass ich sie nicht wirklich dabei habe. Eigentlich schade. Aber sonst waren doch schon ein paar Eindrücke. Und ich habe zum Beispiel von diesem hier, das Original, habe ich damals, als ich im Osten Fußball gespielt habe, im Fitnessstudio einfach vergessen. Das war richtig tragisch, weil ich habe echt richtig lange gesucht, bis ich die Schuhe hatte und habe sie im Fitnessstudio getragen, 2 Wochen später, und habe sie einfach vergessen. Am nächsten Tag habe ich dann da angerufen, nichts gefunden, und sagt Dankeschön, okay. Ja, ne, also wer Schuhe hat, sollte die auch pfleglich umgarnen und vor allem nicht aus dem Auge lassen. Weil sonst sind sie weg, gerade wenn es Liebhaberstücke sind, wäre es doch recht schade, weil es gibt doch den einen oder anderen Schuh, den ich ja auch gerade präsentiert habe, den man nicht mehr so einfach bekommt.